Lektion 1, der gesunde Chat. Kein Problem. Es ist schön, während des Wartens über gesunde Gewohnheiten zu plaudern. Ich stimme zu. Dadurch vergeht die Zeit viel schneller. Welche gesunden Gewohnheiten finden Sie am vorteilhaftesten? Ich denke, ausreichend Wasser zu trinken ist entscheidend für die allgemeine Gesundheit. Absolut. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr wirkt sich wirklich auf Ihr Energieniveau aus. Außerdem fördert es die Konzentration, insbesondere an arbeitsreichen Tagen. Haben Sie gesunde Lieblingssnacks? Ich liebe Mandeln und Obst, sie sind unterwegs leicht zu greifen. Das sind großartige Entscheidungen. Ich muss mich mit ihnen eindecken. Lektion 2, Augenkontakt und Selbstvertrauen. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, welche Auswirkungen es hat, während eines Gesprächs Augenkontakt aufrechtzuerhalten? Absolut. Es ist eine wirkungsvolle Möglichkeit, Selbstvertrauen und Engagement zu zeigen. Ich habe gelesen, dass es die Kommunikation und Verbindung wirklich verbessern kann. Das macht Sinn. Wenn man jemandem in die Augen schaut, fühlt es sich persönlicher an. Genau. Es zeigt, dass Sie an dem, was Sie sagen, interessiert sind. Haben Sie diese Fähigkeit in Ihren alltäglichen Interaktionen geübt? Ich versuche es, besonders im beruflichen Umfeld, es schafft Vertrauen. Das ist ein toller Ansatz. Glauben Sie, dass es für manche Menschen eine Herausforderung darstellt? Ja, es kann hart sein, besonders für diejenigen, die schüchtern oder ängstlich sind. Lektion 3, das Steuersystem. Produktive Diskussionen können zu einem gerechteren Steuersystem führen. Absolut. Es ist wichtig, dass sich jeder bei diesen Entscheidungen einbezogen fühlt. Und das Finden einer gemeinsamen Basis kann dazu beitragen, Spannungen zwischen verschiedenen Gruppen abzubauen. Ja, Zusammenarbeit führt oft zu effektiveren Lösungen. Ich denke, Transparenz ist auch bei diesen Diskussionen der Schlüssel. Definitiv. Die Menschen müssen dem Prozess vertrauen, damit er funktioniert. Waren Sie an Diskussionen über Steuerreformen beteiligt? Ich habe. Es ist interessant zu sehen, wie verschiedene Perspektiven zusammenkommen. Ich würde gerne an solchen Dialogen teilnehmen, um mehr zu erfahren. Lektion 4, die Forschung. Wir sollten mehr darüber recherchieren. Definitiv. Informieren Sie sich über die neuesten Entwicklungen. Heutzutage sind so viele Informationen online verfügbar. Ja, und wir können problemlos auf wissenschaftliche Artikel und Studien zugreifen. Ich denke, es wäre hilfreich, auch verschiedene Standpunkte zu vergleichen. Das ist eine tolle Idee. Es wird uns ein umfassendes Verständnis vermitteln. Darüber hinaus wird es spannender, wenn wir unsere Ergebnisse gemeinsam besprechen. Ich stimme zu. Nehmen wir uns etwas Zeit, um uns darauf einzulassen. Klingt perfekt. Ich freue mich auf unsere Entdeckung. Lektion 5, die Vorstellungskraft. Ein Fäustling wäre ein toller Schlafsack, wenn Sie Ihrer Fantasie freien Lauf ließen. Das ist ein kreativer Gedanke. Welche weiteren Verwendungsmöglichkeiten fallen Ihnen ein? Sie können es auch als gemütliche Tasche für kleine Gegenstände verwenden. Das stimmt. Es ist erstaunlich, wie Alltagsgegenstände mehrere Zwecke erfüllen können. Genau. Wenn man über den Tellerrand hinausschaut, lässt sich fast alles wiederverwenden.
Haben Sie schon einmal versucht, aus alten Materialien etwas Neues zu machen? Ja, ich habe schon Pflanzgefäße aus alten Dosen gemacht. Das ist eine fantastische Idee. Die Umnutzung macht Spaß und ist umweltfreundlich. Ich stimme zu. Es fördert Kreativität und Nachhaltigkeit zugleich. Lektion 6: Stilvolle Entscheidungen. Ich denke über diese braunen Lederstiefel nach, sie sehen wirklich stylisch aus. Das tun sie. Braunes Leder ist eine klassische Wahl, die zu allem passt. Genau. Ich denke, sie würden sowohl zu Jeans als auch zu Anzughosen großartig aussehen. Hast du sie schon anprobiert? Komfort ist genauso wichtig wie Stil. Noch nicht, aber ich habe vor, die Passform bald zu überprüfen. Ich möchte sicherstellen, dass sie bequem zum Gehen sind. Das ist ein kluger Schachzug. Ein gutes Paar Stiefel sollte sich anfühlen, als wären sie für sie gemacht. Außerdem wird Leder mit zunehmendem Alter tendenziell besser, was ein Vorteil ist. Ja, und sie können ziemlich langlebig sein, sie werden viel Abnutzung davon haben. Ich kann mir schon vorstellen, wie sie meine Outfits vervollständigen würden. Lektion 7: Geburtstagstraditionen. Ich liebe es, wie besonders Geburtstagsrituale sein können. Normalerweise singen wir Happy Birthday und pusten die Kerzen aus. Das ist so eine freudige Tradition. Dadurch fühlt sich der Tag wirklich festlich an. Absolut. Es ist immer aufregend, sich für diesen Moment mit Freunden und der Familie zu treffen. Und der Kuchen ist definitiv das Highlight. Was ist dein Lieblingsgeschmack? Ich bin ein Fan von Schokoladenkuchen, es ist eine klassische Wahl für Feiern. Schokolade ist immer ein Gewinner. Haben Sie noch andere Geburtstagstraditionen? Manchmal spielen wir Spiele oder erzählen lustige Geschichten über den Geburtstagskind. Das hört sich lustig an. Es trägt wirklich zur Feieratmosphäre bei. Ja, es ist eine großartige Möglichkeit, gemeinsam bleibende Erinnerungen zu schaffen. Lektion 8: Fit werden. Um ein Fitnessprogramm zu starten, ist es meiner Meinung nach am besten, mit Körpergewichtsübungen wie Liegestützen und Kniebeugen zu beginnen. Das ist eine tolle Idee. Sie sind effektiv und erfordern keine Ausrüstung. Genau. Außerdem können Sie sie überall durchführen, was sehr praktisch ist. Ich liebe die Vielseitigkeit von Körpergewichtsübungen zum Kraftaufbau. Ja, und sie tragen auch zur Verbesserung der Flexibilität und Ausdauer bei. Haben Sie sich ein bestimmtes Ziel für Ihre Fitnessreise gesetzt? Ich möchte allgemeine Kraft aufbauen und meine Ausdauer für Outdoor-Aktivitäten steigern. Das ist ein solides Ziel. Konsistenz ist der Schlüssel zum Erkennen von Fortschritten. Ich stimme zu. Ich habe vor, diese Übungen in meinen Alltag zu integrieren. Lektion 9: Kunsterkundung. Gibt es Kunstgalerien oder Museen in der Nähe? Ich würde mich über lokale Kunst freuen. Ja, es gibt ein paar tolle Orte in der Stadt. Einer meiner Favoriten ist die Galerie für moderne Kunst. Das klingt faszinierend. Ich mag zeitgenössische Stücke, die traditionelle Ansichten in Frage stellen. Sie werden diese Galerie lieben, sie veranstalten oft interessante Ausstellungen. Waren Sie dort in letzter Zeit auf Ausstellungen? Ja, ich habe letzten Monat eine faszinierende Installation gesehen, die mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Das ist großartig. Ich schätze Kunst,
die Gespräche anregt. Ich auch. Es ist erstaunlich, wie Kunst die Gesellschaft widerspiegeln und Gefühle hervorrufen kann. Ich bin gespannt darauf, zu entdecken und zu sehen, was mich inspiriert. Lektion 10: Erinnerungen schaffen. Erinnerungen an die Zukunft klingen interessant. Wie schafft man eine bleibende Erinnerung? Ich denke, es hilft, Momente mit Fotos und Tagebüchern festzuhalten. Das ist eine wunderbare Idee. Es ist schön, auf besondere Zeiten zurückzublicken. Ja, und der Austausch von Erfahrungen mit geliebten Menschen macht sie noch bedeutungsvoller. Ich stimme zu. Manchmal kann das bloße Nacherzählen von Geschichten diese Erinnerungen lebendig halten. Genau. Ich schaffe auch gerne Traditionen, die weitergegeben werden können. Diese können mit der Zeit zu wertvollen Familienerinnerungen werden. Ja. Es ist, als würde man durch gemeinsame Erfahrungen ein Vermächtnis aufbauen. Ich liebe diese Perspektive, dadurch fühlt sich jeder Moment bedeutsam an. Lektion 11: Korrekturleseprozess. Ich habe meine Arbeit Korrektur gelesen und denke, sie könnte prägnanter sein. Das ist eine großartige Fähigkeit, die es zu entwickeln gilt. Klarheit ist der Schlüssel zur Kommunikation. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass meine Botschaft leicht verständlich ist. Haben Sie bestimmte Bereiche gefunden, die verbessert werden müssen? Ja, mir ist aufgefallen, dass einige Sätze zu wortreich sind und gekürzt werden können. Es ist erstaunlich, wie das Entfernen unnötiger Wörter die Klarheit verbessern kann. Ich werde die notwendigen Anpassungen vornehmen, bevor ich es absende. Das klingt nach einem soliden Plan. Es ist immer gut, seine Arbeit zu verfeinern. Danke. Mit Ihrem Beitrag fühle ich mich jetzt sicherer. Lektion 12: Unvergessliche Aufenthalte. Ich freue mich über Ihre Hilfe bei der Planung meines Aufenthalts. Ich bin begeistert von der Erfahrung. Unser Ziel ist es, Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen, und ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Das ist beruhigend. Ich liebe es, neue Orte zu besuchen und zu erkunden. Ich kann Ihnen einige tolle lokale Sehenswürdigkeiten und Restaurants empfehlen. Das würde mir gefallen. Es ist immer schön, Insider-Tipps zu bekommen. Außerdem kann ich Ihnen bei allen Reservierungen behilflich sein, die Sie benötigen. Das würde mir auf jeden Fall Zeit sparen und die Arbeit erleichtern. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass Sie hier eine wundervolle Zeit haben. Ich freue mich darauf. Vielen Dank, dass Sie so hilfsbereit sind. Lektion 13: Potluck-Traditionen. Was für eine wunderbare Tradition. Ich kann es kaum erwarten, dich am Tag des Potlucks zu sehen. Ich freue mich auch darauf. Potlucks machen immer so viel Spaß. Jeder bringt etwas Einzigartiges mit, was das Essen zu etwas Besonderem macht. Ja, und es ist eine tolle Möglichkeit, neue Gerichte von Freunden auszuprobieren. Ich denke darüber nach, meinen berühmten Nudelsalat für die Veranstaltung zuzubereiten. Das hört sich köstlich an. Ich bin mir sicher, dass es jedem gefallen wird. Ich hoffe es. Bei Zusammenkünften ist es immer ein Hit. Ich werde ein Dessert mitbringen, um das Essen abzurunden. Perfekt. Es wird ein fantastischer Tag voller gutem Essen und Lachen. Lektion 14: Restaurants finden. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo das nächste Restaurant ist?
Sicher. Nur ein paar Blocks von hier entfernt gibt es einen tollen Ort. Das klingt praktisch. Welche Art von Küche servieren Sie? Sie sind auf italienisches Essen spezialisiert, das immer ein Publikumsmagnet ist. Ich liebe Italienisch. Pasta und Pizza gehören zu meinen Favoriten. Sie werden Ihre Speisekarte auf jeden Fall genießen, alles ist frisch zubereitet. Das ist toll zu hören. Empfehlen Sie bestimmte Gerichte? Ihre Lasagne ist außergewöhnlich und das Tiramisu ist ein Muss zum Nachtisch. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Danke für die Empfehlung. Lektion 15: Kulinarische Entscheidungen. Welche Art von Küche sollten wir heute Abend wählen? Wie wäre es mit der Organisation eines mediterranen Abendessens? Das klingt fantastisch. Mediterranes Essen ist so aromatisch und gesund. Ich stimme zu. Gerichte wie Hummus, Falafel und frische Salate sind immer ein Hit. Außerdem gibt es so viele Optionen für jeden Geschmack. Genau. Es eignet sich perfekt zum Teilen und Ausprobieren verschiedener Geschmacksrichtungen. Ich könnte mir jetzt ein paar gegrillte Kebabs und Tzatziki-Sauce holen. Das wäre köstlich. Lasst uns ein gutes Restaurant finden, das das serviert. Ich freue mich darauf, gemeinsam ein schönes Essen zu genießen. Lektion 16: Meine frühen Jahre. Es ist kaum zu glauben, dass es 25 Jahre her ist, seit ich nach Toronto gezogen bin. Wirklich? Was war Ihr erster Eindruck von Kanada? Ich erinnere mich, dass ich von der neuen Umgebung sowohl aufgeregt als auch überwältigt war. Das klingt nach einem Abenteuer. Woran erinnern Sie sich aus Ihren ersten 5 Jahren? Ich war erstaunt über die multikulturelle Atmosphäre, es hat mir die Augen für Vielfalt geöffnet. Das klingt bereichernd. Konnten Sie in diesen frühen Jahren problemlos Freundschaften schließen? Überraschenderweise ja. Kinder sind großartig darin, Kontakte zu knüpfen, unabhängig von Sprachbarrieren. Das ist wunderbar. Welche Aktivitäten haben Ihnen in dieser Zeit Spaß gemacht? Ich liebte es, mit meinen neuen Freunden Parks zu erkunden und verschiedene Gerichte zu probieren. Lektion 17: Kulturelles Erbe. Die Briten sind genauso Erben des Erbes der europäischen Kultur wie jede andere Nation. Absolut. Ihre Geschichte ist eng mit dem Kontinent verbunden. Es ist interessant, wie sich verschiedene Kulturen im Laufe der Zeit gegenseitig beeinflussen. Ja, und es prägt die Identität auf komplexe Weise, finden Sie nicht? Definitiv. Literatur, Kunst und Traditionen spiegeln dieses reiche Erbe wider. Und jedes Land trägt seinen einzigartigen Geschmack zum kulturellen Mix bei. Genau. Es macht die Erkundung der Geschichte viel spannender. Ich liebe es zu erfahren, wie sich diese Einflüsse in der modernen Gesellschaft manifestieren. Ich auch. Es ist eine Erinnerung an unsere gemeinsame Menschlichkeit und Verbundenheit. Lektion 18: Künstlerische Tipps. Um Ihren Gemälden Struktur zu verleihen, sollten Sie verschiedene Werkzeuge verwenden. Das ist ein toller Tipp. Haben Sie noch weitere Vorschläge? Ja, probieren Sie verschiedene Blickwinkel und Perspektiven aus, um einen frischen Look zu erzielen. Ich liebe die Idee, mit Winkeln zu experimentieren.
Es kann alles verändern. Es kann wirklich. Auch das Mischen verschiedener Medien kann erstaunliche Effekte erzielen. Das stimmt. Ich habe einige Künstler gesehen, die Acrylfarben wunderbar mit Pastellfarben vermischt haben. Es fügt Tiefe und Dimension hinzu, die sonst schwer zu erreichen wären. Ich freue mich darauf, das in meinem nächsten Stück auszuprobieren. Du solltest. Es geht darum herauszufinden, was zu ihrem Stil passt. Lektion 19. Telefonnummer. Können Sie das bitte noch einmal wiederholen? Sicher. Es ist 206555. Habe es. Und wie lautet die Vorwahl dieser Nummer? Es ist wichtig, dass ich mich daran erinnere, wenn ich es speichere. Ja, Vorwahlen können manchmal etwas knifflig sein. Das können Sie wirklich. Ich überprüfe es immer noch einmal, um Fehler zu vermeiden. Gute Idee. Wenn man in Eile ist, kann man leicht Zahlen verwechseln. Genau. Wenn Sie sich Zeit nehmen, können Sie sich zukünftige Probleme ersparen. Absolut. Ich schreibe sie gerne sofort auf. Lektion 20. Ausgleichspläne. Es ist wichtig, Pläne zu schmieden und sich an traditionelle Maßstäbe im Leben zu halten. Wahr. Aber gleichzeitig sollten wir uns nicht schuldig fühlen, wenn wir sie ändern. Genau. Das Leben ist unvorhersehbar und Flexibilität kann der Schlüssel sein. Ja, sich an neue Situationen anzupassen ist eine wertvolle Fähigkeit. Manchmal ist es notwendig, unserem Wohlbefinden Vorrang vor starren Plänen zu geben. Ich stimme voll und ganz zu. Schuldgefühle sollten uns nicht davon abhalten, Entscheidungen zu treffen. Es geht darum, eine Balance zu finden, die für uns individuell funktioniert. Absolut. Das ist die Grundlage für ein glücklicheres Leben. Ich bin froh, dass wir diese wichtigen Themen offen diskutieren können. Lektion 21. Ungesunde Überzeugungen. Viele Frauen glauben, dass sie sehr dünn sein müssen, um akzeptiert zu werden. Es ist bedauerlich, dass die Gesellschaft oft solch ungesunde Ideale fördert. Ja, und dieser Druck kann zu gefährlichen Gewohnheiten führen. Genau. Es ist wichtig, Körperpositivität und Selbstakzeptanz zu fördern. Ich stimme zu. Jeder hat einen einzigartigen Körper, der Respekt verdient. Und bei Gesundheit sollte es um ein gutes Gefühl gehen, nicht nur um das Aussehen. Absolut. Wir müssen den Fokus stattdessen auf das allgemeine Wohlbefinden verlagern. Ja, die Förderung gesunder Gewohnheiten ist weitaus vorteilhafter. Gemeinsam können wir uns gegenseitig dabei unterstützen, unser wahres Selbst anzunehmen. Lektion 22. Medieneinfluss. Manche Leute glauben, dass Zuschauer einer solchen Sendung eher dazu neigen, eine Waffe zu benutzen. Das ist ein besorgniserregender Gedanke. Medien können einen erheblichen Einfluss auf das Verhalten haben. Ja, es wirft Fragen zur Verantwortung in medialen Darstellungen auf. Ich denke, es ist wichtig, die Botschaften zu berücksichtigen, die wir konsumieren. Genau. Diskussionen über Gewalt in den Medien sind heute sehr aktuell. Und es ist entscheidend, das kritische Denken der Zuschauer zu fördern. Ich stimme zu. Bildung kann dazu beitragen, einige dieser Einflüsse abzumildern.
Ja, es ist notwendig, den Dialog über diese Themen zu fördern. Es geht darum, eine sichere und informierte Gemeinschaft zu fördern. Lektion 23, Marathonerbe. Seitdem versuchen Läufer, ähnlich lange Marathonstrecken zu laufen. Ja, es ist faszinierend, wie sich die Tradition bis ins 20. Jahrhundert fortsetzt. Der Langstreckenlauf hat eine reiche Geschichte, die heute viele inspiriert. Absolut. Es ist erstaunlich zu sehen, wie weit sich der Sport entwickelt hat. Und jeder Marathon erzählt eine Geschichte von Ausdauer und Stärke. Ja, jeder Läufer hat seine eigene Motivation zur Teilnahme. Es ist inspirierend zu sehen, mit welchem Engagement man für solche Veranstaltungen trainiert. Definitiv. Besonders ist auch das Gemeinschaftsgefühl unter den Läufern. Ich bewundere, wie Marathons Menschen für ein gemeinsames Ziel zusammenbringen. Lektion 24, Bildungsschwerpunkt. Es werden relativ wenig Anstrengungen unternommen, um diese Bildungsbereiche zu fördern und weiterzuentwickeln. Das stimmt. Manche Fächer werden im Lehrplan oft übersehen. Für eine umfassende Entwicklung ist es wichtig, alle Aspekte des Lernens zu berücksichtigen. Ja, insbesondere in kreativen Bereichen, die kritisches Denken fördern. Ich glaube, dass jeder Schüler Zugang zu vielfältigen Bildungsmöglichkeiten verdient. Absolut. Es kann Leidenschaften und Talente auf unerwartete Weise entfachen. Wir müssen uns für einen ausgewogeneren Bildungsansatz einsetzen. Ja, die Förderung der Kreativität neben traditionellen Fächern ist unerlässlich. Gemeinsam können wir Veränderungen vorantreiben, die künftigen Generationen zugutekommen. Lektion 25, Kochtipps. Genau. Sobald die Nudeln fertig sind, kochen wir sie einige Minuten lang in Salzwasser. Das klingt einfach genug. Haben Sie einen bestimmten Zeitpunkt im Auge? Je nach Typ reichen etwa 5 bis 7 Minuten. Ich liebe die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Pasta in Gerichten. Ja, es passt gut zu vielen Saucen und Zutaten. Welches Nudelgericht bereiten Sie am liebsten zu? Ich bereite gerne Spaghetti mit frischer Tomatensauce zu, es ist klassisch. Das hört sich köstlich an. Vielleicht versuche ich es das nächste Mal. Du solltest. Am Esstisch ist es immer ein Gewinner. Lektion 26, die Freude am Training. Viele Menschen empfinden das Training als sehr wohltuend. Das ist so wahr. Es ist erstaunlich, wie körperliche Aktivität ihre Stimmung verbessern kann. Absolut. Nach einem guten Training fühle ich mich immer energiegeladener und positiver. Ebenfalls. Es ist wie eine natürliche Möglichkeit, Stress abzubauen. Außerdem trägt es zur körperlichen Gesundheit bei, was ebenso wichtig ist. Definitiv. Regelmäßige Bewegung kann das allgemeine Wohlbefinden verbessern. Haben Sie eine Lieblingsübung, die Ihnen Spaß macht? Ich liebe Yoga, es hält mich flexibel und zentriert. Das hört sich großartig an. Ich laufe lieber, es gibt mir ein Gefühl von Freiheit. Lektion 27, die Wahlurne. Es scheint, als sei die Wahlurne zum Brennpunkt vieler Diskussionen geworden. Ja,
aber sie werden nicht auf ein Haus hören, das diesen Weg blockiert hat. Genau. Es ist frustrierend, wenn der Zugang so eingeschränkt ist. Glücklicherweise stehen uns viele Möglichkeiten offen, unsere Meinung zu äußern. Das stimmt. Wir können immer noch Wege finden, unserer Stimme Gehör zu verschaffen. Haben Sie über verschiedene Methoden nachgedacht, sich zu engagieren? Ich habe. Die Teilnahme an Community-Foren könnte ein guter Anfang sein. Das ist eine gute Idee. Sich an Diskussionen zu beteiligen, kann wirklich helfen. Ja, und es ermutigt auch mehr Menschen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Lektion 28: Der polynesische Einfluss. Wussten Sie, dass polynesische Gruppen von anderen Inseln im Pazifik kamen? Ja. Sie haben eine so reiche Geschichte der Erkundung und Besiedlung hinter sich. Vor weit über 1000 Jahren befuhren sie riesige Ozeane. Es ist beeindruckend, wie sie sich von den Sternen und Meeresströmungen leiten ließen. Absolut. Ihr Wissen über das Meer ist faszinierend und inspirierend. Es ist erstaunlich, wie sie sich auch an verschiedene Umgebungen angepasst haben. Ja, jede Insel hat ihre eigene einzigartige Kultur, die diese Anpassungsfähigkeit widerspiegelt. Ich würde gerne mehr über ihre Traditionen und Lebensweise erfahren. Ich auch. Wir können aus ihren Erfahrungen so viel lernen. Lektion 29: Strandhaussuche. Definitiv. Beginnen wir jetzt mit der Suche nach verfügbaren Strandhäusern. Das klingt nach einem lustigen Abenteuer. Haben Sie einen bestimmten Standort im Sinn? Ich dachte an einen Ort in Küstennähe mit gutem Zugang zum Strand. Das ist großartig. Die Nähe zum Wasser ist so erfrischend. Ja, und ich würde gerne Zeit damit verbringen, die Sonne und das Meer zu genießen. Haben Sie darüber nachgedacht, wie viele Personen sich uns anschließen werden? Ich denke, es wäre großartig, ein paar Freunde für dieses Erlebnis dabei zu haben. Absolut. Je mehr, desto besser, wenn es um Strandurlaub geht. Ich kann mir schon vorstellen, was für tolle Aktivitäten wir gemeinsam unternehmen können. Lektion 30: Zeit verstehen. Ein Jahr ist die Zeit, die die Erde für einen Umlauf um die Sonne benötigt. Das ist richtig. Es ist faszinierend, wie wir die Zeit anhand dieses Zyklus messen. Die meiste Zeit der Geschichte verfügten die Menschen jedoch nicht über solch präzise Methoden. Genau. Sie verließen sich auf Naturereignisse, um die Jahreszeiten zu verfolgen. Es ist interessant, wie sich unser Zeitverständnis im Laufe der Jahre entwickelt hat. Ja, und wie es sich heute auf unser tägliches Leben auswirkt. Ich frage mich, wie verschiedene Kulturen die Zeit unterschiedlich wahrnehmen. Das wäre ein interessantes Thema, das es weiter zu erkunden gilt. Definitiv. Es gibt so viel über unsere Verbindung zur Zeit zu lernen. Lektion 31: Eine Reise durch die Geschichte. Ich erinnere mich, wo wir unsere Higgs-Schule besuchten, dann weiter nach St. Katharines und dann zu den Niagarafällen. Das weckt Erinnerungen. Diese Ausflüge haben immer so viel Spaß gemacht. Ja. Jeder Ort hatte seinen eigenen Charme und seine eigenen Geschichten. Die Niagarafälle waren atemberaubend, ich könnte stundenlang dem Wasser zusehen. Absolut. Die Kraft der Natur dort ist wirklich beeindruckend.
Und Sanft Katharines hat eine so schöne Gemeinschaftsatmosphäre. Ich stimme zu. Es ist schön, sich an diese Momente in unserem Leben zu erinnern. Sie haben mit Sicherheit geprägt, wer wir heute sind. Ich würde diese Orte gerne noch einmal besuchen und neue Erinnerungen sammeln. Lektion 32, lokaler Bioladen. In der Nähe meines Hauses gibt es einen Bioladen, der mir sehr gut gefällt. Oh, da ist einer in der Nähe deines Hauses? Das ist fantastisch. Ja, sie haben eine große Auswahl an frischen Produkten und gesunden Snacks. Ich liebe es, dort einzukaufen, wo Bioprodukte im Vordergrund stehen. Ich auch. Es fühlt sich gut an, lokale Landwirte und Unternehmen zu unterstützen. Außerdem schmecken Bio-Lebensmittel oft besser und sind besser für die Umwelt. Absolut. Haben Sie in letzter Zeit Bioläden besucht? Ja, ich war letzte Woche dort und habe einige tolle Früchte gefunden. Das ist großartig. Ich muss mir weitere lokale Optionen ansehen. Lektion 33, die Reise versklavter Menschen. Die Reise von Afrika nach Amerika war unglaublich tragisch. Ja, noch viel mehr Menschen starben als Sklaven, bevor sie Afrika verließen. Und viele weitere starben auf dem Weg über den Ozean. Es ist herzzerreißend, an das Leid zu denken, das sie ertragen mussten. Absolut. Ihre Geschichten sind ein wesentlicher Teil der Geschichte, an den man sich erinnern muss. Ja, das Verständnis dieser Geschichte hilft uns, als Gesellschaft zu lernen und zu wachsen. Es betont auch die Bedeutung von Gleichheit und Gerechtigkeit in der heutigen Zeit. Ich stimme voll und ganz zu. Wir müssen ihr Erbe würdigen, indem wir Veränderungen fördern. Ihre Widerstandsfähigkeit inspiriert uns, für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Lektion 34, Landschaften einfangen. Wir sollten unbedingt Kameras mitbringen, um die atemberaubenden Landschaften einzufangen. Absolut. Es wird so viele schöne Sehenswürdigkeiten zu fotografieren geben. Ich kann es kaum erwarten, unsere gemeinsamen Abenteuer zu dokumentieren. Ja. Viele Fotos sind großartig, um Erinnerungen zu teilen. Außerdem macht es Spaß, mit verschiedenen Blickwinkeln und Beleuchtungen zu experimentieren. Ich liebe diesen Aspekt der Fotografie, es macht jede Aufnahme einzigartig. Genau. Jedes Bild erzählt eine andere Geschichte unserer Erfahrung. Ich bin gespannt, wie kreativ wir mit unserer Fotografie werden können. Stellen wir sicher, dass wir genügend Speicherkarten für all diese Fotos haben. Lektion 35, die Grenzen. Werden Sie meine Grenzen verstehen? Manche sträuben sich vielleicht, aber es ist wichtig, sie klar zu kommunizieren. Ich mache mir Sorgen darüber, wie die Leute reagieren werden, wenn ich mich durchsetze. Es ist natürlich, sich so zu fühlen, aber das Setzen von Grenzen ist für das Wohlbefinden unerlässlich. Ich weiß, aber es kann schwierig sein, standhaft zu bleiben. Denken Sie daran, es geht darum, sich selbst zu respektieren und anderen beizubringen, dasselbe zu tun. Das ist ein guter Punkt. Ich muss mit Zuversicht an die Sache herangehen. Genau. Je mehr Sie üben, desto einfacher wird es. Danke für die Ermutigung. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.